Chrétien de Troyes, der Mann, der die Ritter erfand. Einleitung: Eine Welt ohne Lancelot? Stellen Sie sich eine Welt ohne Lancelot vor. Eine Welt ohne den Heiligen Gral. Ohne Camelot, ohne die Tafelrunde. Kaum vorstellbar, oder? Heute kennt jedes Kind König Artus und seine Ritter. Aber das war nicht immer so. Diese Welt musste erst erfunden werden. Der Mann, der sie erfand, hieß Chrétien de Troyes. Er lebte im 12. Jahrhundert in Frankreich. Und er war der erste Dichter, der Geschichten über König Artus schrieb. Vor ihm gab es Artus nur in ein paar alten Chroniken. Nach ihm gab es Lancelot, Yvain, Perceval und den Gral. Und doch wissen wir fast nichts über sein Leben. Sein Name ist uns bekannt, Chrétien von Troyes. Aber wer er war, wo er genau lebte, wann er geboren wurde und wann er starb, all das wissen wir nicht. Die Geschichte dieses Mannes muss sich aus den wenigen Spuren zusammensetzen, die er in seinen Werken hinterlassen hat. Kommen Sie mit auf eine Reise ins 12. Jahrhundert. In eine Welt der Ritter, der Liebe und der großen Höfe. Erster Troyes, die Stadt, in der alles begann. Stellen wir uns Troyes im Jahr 1150 vor. Die Stadt ist nicht besonders groß. Aber sie liegt an einer Kreuzung wichtiger Handelswege. Hier treffen sich Kaufleute aus Flandern, aus Italien, aus Deutschland. 4-mal im Jahr finden große Messen statt, auf denen Tücher, Gewürze und Leder gehandelt werden. In dieser Stadt, so glauben wir, wurde Chrétien um das Jahr 1130 geboren. Sein Name verrät uns, dass er aus Troyes stammte. In seinen Texten finden sich Wörter aus dem Dialekt der Champagne, was diese Vermutung bestärkt. Leider brannte Troyes am Ende des 12. Jahrhunderts fast vollständig nieder. Viele Dokumente gingen in den Flammen verloren. Vielleicht auch solche, die uns etwas über Chrétiens Leben verraten hätten. War Chrétien adlig? Einige Forscher glauben das. In seinem Roman Erec und Enide beschreibt er einen niederen Ritter sehr liebevoll. Vielleicht, so meinen Sie, hat Chrétien hier seiner eigenen Familie ein Denkmal gesetzt. Aber Adlige nannten sich damals nicht nach einer Stadt, sondern nach ihrer Burg. Chrétien von Troyes klingt eher nach einem Mann, der in der Stadt lebte und arbeitete. Es gibt sogar eine gewagte Theorie. Chrétien könnte jüdischer Abstammung gewesen sein. In einem seiner frühen Werke nennt er sich selbst Chrétien Ligois. Chrétien der Goy. Goy ist das hebräische Wort für Nichtjude. Ein Jude, der zum Christentum übertrat, hätte sich so bezeichnen können. Doch in seinem letzten Roman finden sich harte Worte gegen die Juden. Das klingt nicht nach einem jüdischen Dichter. Vielleicht ist Goys auch einfach eine Verballhornung von Guay, einem Dorf in der Nähe von Troyes. Wir werden es nie erfahren. Zweiter: Die Gräfin und der Dichter, eine besondere Beziehung. Um 1164 geschah etwas, das Chrétiens Leben für immer verändern sollte. Marie, die Tochter des französischen Königs, heiratete den Grafen von Champagne. Marie war keine gewöhnliche Adlige. Sie war am Hof ihrer Mutter in Poitiers aufgewachsen, wo die Troubadours die hohe Kunst der Minne pflegten. Sie liebte die Lieder, die von der idealisierten Liebe zwischen Ritter und Herren sangen. Und sie brachte diese Kultur mit nach Troyes. Chrétien trat in ihre Dienste. Wahrscheinlich war er einer jener gebildeten Männer, die an den Höfen der Großen arbeiteten. Sie schrieben Briefe, fertigten Urkunden an und sorgten vielleicht auch für die Unterhaltung. Im Prolog zu seinem Lancelot nennt Chrétien seine Gönnerin mit Namen. Er schreibt, er tue das Werk
Auf Befehl meiner Herrin von Champagne. Sie habe ihm nicht nur den Stoff gegeben, sondern auch den Sinn, in dem er zu behandeln sei. Was bedeutete das? Marie gab dem Dichter ein literarisches Programm vor. Sie wollte eine Geschichte über die ideale Liebe, über die vollkommene Hingabe eines Ritters an seine Herrin. Und Chrétien setzte diesen Wunsch in Poesie um. Der Hof in Troyes war kein Ort der Stille. Hier trafen sich Ritter, Damen, Geistliche und Künstler. Man feierte Feste, tauschte Neuigkeiten aus, hörte Musik und lauschte den Vorlesern, die aus den neuen Büchern vortrugen. Stellen Sie sich vor, wie Chrétien dort stand und seine Verse vortrug, während die vornehme Gesellschaft andächtig lauschte. Nicht nur Marie war Chrétiens Gönnerin. Sein letztes Werk, Perceval, widmete er einem anderen Herrn. Philipp von Elsass, dem Grafen von Flandern. Philipp war ein mächtiger Mann. Ein Kreuzfahrer und ein Förderer der Künste. Vielleicht hatte er von Chrétien gehört und ihn an seinen Hof geholt. Dritter der Gelehrte, was Chrétien wusste. Chrétien war ein gebildeter Mann. Er muss die 7 freien Künste studiert haben. Vielleicht an einer Domschule. Vor allem aber kannte er die lateinischen Dichter. Insbesondere Ovid. In seinem 2. Roman zählt er stolz seine früheren Werke auf. Dazu gehörten Übersetzungen von Ovids Liebeskunst und von einigen Verwandlungen. Von diesen Übersetzungen ist nur eine erhalten geblieben. Die Geschichte von Philomena. Chrétien war also ein Gelehrter, der die antiken Texte im Original lesen konnte. Aber er schrieb nicht auf Latein, der Sprache der Kirche und der Universität. Er schrieb auf Französisch, der Sprache des Volkes. Das war damals etwas Neues und Besonderes. Seine Kunst war nicht einfach. Er schrieb in paarweise gereimten 8 Silbern. 8 Silben pro Zeile. Das ist kurz genug, um leicht zu lesen, aber lang genug, um Gedanken zu entfalten. Die Reime sind sorgfältig gewählt. Chrétien verwendete nur reiche Reime. Also solche, die nicht nur den Vokal, sondern auch den folgenden Konsonanten umfassen. Das zeigt seine Meisterschaft. 4. die Romane, 5 Geschichten, die die Welt veränderten. Chrétien schrieb 5 große Romane. 4 vollendete er selbst. Der 5. blieb Fragment. Jeder dieser Romane war etwas völlig Neues. 4.1 Erek und Enide, der erste Artus-Roman. Es war das Jahr 1170. Chrétien schrieb den ersten Roman, der jemals von König Artus und seinen Rittern handelte. Er nannte ihn Erek und Enide. Die Geschichte beginnt an einem Ostertag. Am Hof des Königs Artus. Erek, ein junger Ritter, begegnet auf einem Abenteuer einem fremden Ritter mit einem bösen Zwerg. Der Zwerg schlägt ihn mit der Peitsche. Erek, unbewaffnet, kann nicht kämpfen. Er folgt dem Ritter, um Rache zu nehmen. So kommt er in eine fremde Stadt, wo er Enide trifft. Ein wunderschönes Mädchen in einfachen Kleidern. Mit ihrer Hilfe besiegt er den Ritter im Zweikampf. Dann bringt er Enide an den Artushof. Und die beiden heiraten. Doch dann kommt das Problem. Erek liebt Enide so sehr, dass er seine Ritterpflichten vernachlässigt. Er bleibt zu Hause, kümmert sich nicht mehr um Turniere und Abenteuer. Die Leute reden schlecht über ihn. Enide hört es und weint. Als Erek sie fragt, warum sie weint, gesteht sie ihm die Wahrheit. Da beschließt Erek, aufzubrechen. Er nimmt Enide mit auf eine gefährliche Reise. Er befiehlt ihr, zu schweigen, egal was geschieht. Aber immer wieder warnt sie ihn vor Gefahren.
obwohl er es verboten hat. So beweist sie ihre Treue und Liebe. Nach vielen Abenteuern kehren sie zurück. Erek hat gelernt, dass man Liebe und Rittertum vereinbaren kann. Er wird König seines Landes und herrscht weise und gerecht. Dieser Roman war etwas völlig Neues. Chrétien hatte nicht einfach eine Abenteuergeschichte erzählt. Er hatte eine psychologische Studie geschrieben über die Frage: Wie vereinbart man Liebe und Pflicht? 4.2 Cliges, ein Spiel mit Tristan. Sein zweiter Roman, Cliges, war ganz anders. Hier spielte Chrétien mit den Erwartungen seiner Zuhörer. Die Geschichte von Tristan und Isolde war damals in aller Munde. Jedermann kannte sie. Die tragische Liebe, der Liebestrank. Der betrogene König, der schreckliche Tod. Chrétien nahm diese Geschichte und schrieb eine Art Gegenentwurf. Sein Held Cliges liebt Phenis, die mit seinem Onkel verheiratet ist. Genau wie Tristan Isolde liebte. Aber Phenis will nicht wie Isolde sein. Sie sagt, ich will nicht, dass man von mir sagt, sie habe 2 Männer gehabt. Ich will, dass mein Herz nur einem gehört. Also erfindet sie eine List. Ein Zaubertrank lässt den Kaiser glauben, er schlafe mit seiner Frau, während er in Wirklichkeit allein ist. Dann täuscht Phenis ihren Tod vor, wird lebendig begraben und von Cliges gerettet. Die Liebenden leben versteckt in einem Turm, bis der Kaiser stirbt und sie offen heiraten können. Chrétien zeigt hier: Liebe muss nicht tragisch enden. Sie kann auch glücklich sein, wenn man klug ist und die richtigen Entscheidungen trifft. 4.3 Lancelot, der Ritter der Schande. Dann kam der Auftrag der Gräfin Marie. Sie wollte eine Geschichte über die vollkommene Hingabe eines Ritters an seine Dame. Chrétien schrieb: Lancelot oder der Ritter mit dem Karren. Die Handlung: Die Königin Guenièvre wird von einem bösen Ritter entführt. Lancelot macht sich auf, sie zu retten. Unterwegs begegnet er einem Zwerg, der einen Karren fährt. Im Mittelalter war ein Karren ein Schandgefährt. Darauf transportierte man Verbrecher zum Richtplatz. Der Zwerg sagt: Wenn du in meinen Karren steigst, erfährst du, wo die Königin ist. Lancelot zögert. Eine Sekunde, vielleicht 2. Dann steigt er ein. Aber diese Sekunde des Zögerns wird ihm später vorgeworfen. Die Liebe muss sofort gehorchen, ohne Nachdenken. Lancelot erlebt viele Abenteuer. Er überquert eine Brücke aus Schwertern, die ihm Hände und Füße zerschneidet. Endlich trifft er auf den Entführer und besiegt ihn. Aber die Königin ist kalt zu ihm. Sie wirft ihm die Sekunde des Zögerns vor. Lancelot will sich aus Verzweiflung umbringen. Da erst vergibt sie ihm. Chrétien treibt hier die Idee der höfischen Liebe auf die Spitze. Ein Ritter muss bereit sein, jede Demütigung auf sich zu nehmen, jede Schande zu ertragen, für seine Dame. Die letzten 1000 Verse des Romans schrieb übrigens nicht Chrétien. Ein gewisser Godefroy de Laigny vollendete das Werk. Mit Erlaubnis des Meisters, wie er selbst sagt. 4.4 Yvain, der Löwenritter. Gleichzeitig mit dem Lancelot entstand ein weiterer Roman. Yvain oder der Ritter mit dem Löwen. Viele halten ihn für Chrétiens Meisterwerk. Yvain hört am Artushof von einer geheimnisvollen Quelle im Wald von Broceliande. Wer Wasser auf einen bestimmten Stein gießt, der beschwört einen gewaltigen Sturm herauf. Und dann erscheint ein schwarzer Ritter zum Kampf. Yvain reitet los, besiegt den Ritter und verliebt sich in seine Witwe, die schöne Laudine.
Mit Hilfe ihrer klugen Dienerin Lunete gewinnt er sie zur Frau. Doch dann überredet ihn sein Freund Gawain, auf Turniere zu ziehen. Laudine erlaubt es, unter einer Bedingung. Er muss nach einem Jahr zurück sein. Ivain vergisst die Zeit, kommt zu spät und verliert ihre Liebe. Er wird wahnsinnig vor Schmerz und lebt wie ein Tier im Wald. Eine Dame findet ihn, heilt ihn mit einer Zaubersalbe. Auf seinen Wanderungen rettet Ivain einen Löwen vor einer Schlange. Der Löwe wird sein treuer Begleiter. Daher der Name Löwenritter. In vielen Abenteuern kämpft Ivain für die Schwachen und Unterdrückten. Immer mit der Hoffnung, Laudines Verzeihung zu gewinnen. Am Ende, nach vielen Prüfungen, gelingt es ihm. Er kehrt zu ihr zurück. Und sie nimmt ihn wieder auf. Dieser Roman ist vielleicht der ausgewogenste von allen. Er hat einen klaren Anfang, eine Mitte und ein Ende. Er zeigt, wie ein Mensch scheitern kann. Und wie er durch Leiden und Bewährung wieder zu sich selbst findet. 4.5 Perceval, das Geheimnis des Grals. Sein letzter Roman blieb unvollendet. Perceval oder die Geschichte vom Gral ist das rätselhafteste Werk Chrétiens und das einflussreichste. Perceval ist ein junger Waliser, der mit seiner Mutter im Wald lebt. Sie hat ihn von der Welt ferngehalten. Aus Angst, er könnte wie sein Vater und seine Brüder im Kampf sterben. Eines Tages begegnet er Rittern und ist so fasziniert, dass er zum Artushof reitet, um selbst Ritter zu werden. Er ist völlig naiv, weiß nicht einmal seinen Namen. Er macht Fehler, lacht zur falschen Zeit, tötet einen Ritter, ohne zu wissen, was er tut. Aber er lernt. Ein weiser alter Ritter unterweist ihn in den Regeln der Ritterschaft. Auf seinen Fahrten kommt Perceval zur Gralsburg. Dort sieht er einen seltsamen Zug. Ein Knabe trägt eine weiße Lanze, von deren Spitze ein Blutstropfen rinnt. Dann kommt eine Jungfrau mit einem goldenen Gral, der so hell leuchtet, dass die Kerzen im Saal erbleichen. Perceval wäre neugierig, aber er traut sich nicht zu fragen. Man hat ihm gesagt, ein Ritter solle nicht zu viel reden. Am nächsten Morgen ist die Burg leer. Perceval reitet weiter. Später erfährt er: Hätte er gefragt, wäre der kranke Gralskönig geheilt worden. Und das Land wäre fruchtbar geworden. Weil er nicht fragte, bleibt alles im Elend. Perceval zieht jahrelang umher, vergisst sogar Gott. An einem Karfreitag begegnet er einem Einsiedler, der ihm sagt: Deine Sünde ist, dass du deine Mutter verlassen hast, als du zum Hof rittest. Sie fiel vor Kummer tot um. Darum konntest du die Frage nicht stellen. Perceval bereut und empfängt die Kommunion. Hier bricht das Werk ab. Was weiter geschieht, erfahren wir nicht. Chrétien hat mit diesem Roman etwas völlig Neues geschaffen. Den Gral als geheimnisvolles Symbol. Er war der erste Schriftsteller überhaupt, der den Heiligen Gral erwähnte. Spätere Dichter haben das Motiv aufgegriffen und weiterentwickelt. Aber die ursprüngliche Bedeutung, die kennen wir nicht. 5. Geschichten und Gerüchte, was man sich über Chrétien erzählte. Weil wir so wenig über Chrétiens Leben wissen, haben sich im Laufe der Zeit Geschichten um ihn gebildet. Sie sind vielleicht nicht wahr, aber sie zeigen, wie die Menschen sich diesen geheimnisvollen Dichter vorstellten. Da ist zum Beispiel die Geschichte vom Kanonikus. In den Archiven von Troyes findet sich eine Urkunde aus dem Jahr 1173, unterzeichnet von einem Christianus Canonicus Sancti Lupi. Christian, Canonicus von Senglup.
Könnte das unser Dichter sein? Senglop war eine Kirche in Troyes. Und Kanoniker waren Geistliche, die an der Kirche lebten. Es wäre möglich, dass Chrétien eine solche Stelle hatte. Viele Dichter waren damals Kleriker. Aber der Name Christianus war häufig. Ein Beweis ist das nicht. Eine andere Geschichte handelt von einer Englandreise. In Cliches finden sich Ortsangaben, die auffällig genau sind. Chrétien erwähnt den Turm von London und die Themse. Er scheint zu wissen, wo der Hafen von Southampton liegt. Das hat einige Forscher zu der Vermutung veranlasst. Chrétien könnte England besucht haben. Vielleicht reiste er mit einer Gesandtschaft. Vielleicht begleitete er seine Gönnerin Marie. Eine Reise nach England wäre nichts Ungewöhnliches gewesen. Die schönste Geschichte ist vielleicht die vom unvollendeten Gral. Am Ende seines Lebens, so erzählt man sich, saß Chrétien über seinem Perceval. Er schrieb und schrieb. 9.000 Verse waren schon fertig. Aber dann wurde er krank. Die Feder fiel ihm aus der Hand. Er konnte nicht weitermachen. Er starb, bevor er die Geschichte vollenden konnte. Perceval blieb ein Fragment. Spätere Dichter haben versucht, das Werk zu vollenden. 4 verschiedene Fortsetzungen entstanden. Insgesamt über 54.000 zusätzliche Verse. Aber keiner wusste, wie Chrétien die Geschichte eigentlich hatte enden lassen wollen. Der Gral blieb ein Geheimnis. Manche sagen, der Tod habe Chrétien mitten im Satz unterbrochen. Andere sagen, er habe das Werk bewusst offen gelassen, weil das Geheimnis des Grals nicht in Worte zu fassen sei. 6. Die Kunst, wie Chrétien schrieb. Chrétien war ein Meister der Sprache. Er schrieb sehr bildhaft. Wenn Yvain sich verliebt, beschreibt er das so. Der Pfeil der Liebe traf sein Herz durch die Augen. Das war ein Bild, das jeder verstand. Er konnte auch grausame Bilder malen. Wenn Lancelot über die Schwertbrücke geht, beschreibt er, wie das Eisen ihm Hände und Füße zerschneidet. Wie das Blut heruntertropft. Wie er vor Schmerzen stöhnt. Die Leser sollten fühlen, was der Held fühlt. Und er konnte zärtliche Bilder malen. Wenn Perceval die Blutstropfen im Schnee sieht und an die Gesichtsfarbe seiner Geliebten denkt, ist das eines der schönsten Bilder der mittelalterlichen Literatur. Das Besondere an Chrétien ist seine Psychologie. Er beschreibt nicht nur, was seine Helden tun, sondern auch, was sie denken und fühlen. Yvain, der wahnsinnig wird vor Schmerz. Wir verstehen, warum. Erec, der sich schämt, weil er seine Pflicht vernachlässigt hat, wir fühlen mit ihm. Perceval, der nicht fragt, weil er zu viel gelernt hat. Wir ärgern uns mit ihm. Chrétien hat Figuren geschaffen, die keine Pappkameraden sind. Sie haben Stärken und Schwächen. Sie machen Fehler, sie leiden, sie wachsen. Das ist es, was seine Romane auch heute noch lesenswert macht. 7. Das Vermächtnis, was Chrétien hinterließ. Chrétien hat die Artus-Literatur erfunden. Vor ihm gab es König Artus. Nur in ein paar alten Chroniken. Aber das waren historische Werke. Romane gab es nicht. Chrétien nahm die Figuren aus diesen Chroniken. Artus, Guenièvre, Gawain. Und erfand Geschichten für sie. Er fügte neue Figuren hinzu. Lancelot, Perceval, Yvain. Er erfand Abenteuer, die es vorher nicht gab. Und er erfand den Gral. Das Wort taucht bei ihm zum ersten Mal in der Literatur auf. Er war auch der Erste, der Camelot als Namen für Artus' Hof erwähnte. Und der Erste,
der die Liebesbeziehung zwischen Lancelot und Guinevere beschrieb. Spätere Dichter haben diese Motive aufgegriffen und weiterentwickelt. In Deutschland schrieb Hartmann von Aue den Erek und den Iwein nach Chrétiens Vorlagen. Wolfram von Eschenbach schuf mit seinem Parzival ein Meisterwerk, das auf Chrétiens letztem Roman basierte. In England entstanden die walisischen Erzählungen, die auf Chrétien zurückgehen. Und das berühmte Gedicht Sir Gawain and the Green Knight zeigt deutliche Spuren seiner Kunst. Dante lobte Chrétien in seiner göttlichen Komödie. Er schrieb: Frankreich sei durch ihn führend in der Erzählkunst geworden. Manche Literaturwissenschaftler sehen in Chrétien sogar den Erfinder des modernen Romans. Seine Werke haben eine klare Struktur, einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Sie behandeln psychologische Konflikte. Sie stellen moralische Fragen. Schluss: Der Geheimnisvolle aus Troyes. Chrétien de Troyes starb irgendwann zwischen 1180 und 1190. Wir wissen nicht genau, wann und wo. Wir wissen nicht, wie alt er wurde. Wir wissen nicht, wo sein Grab ist. Aber wir haben seine Romane. Wir haben Erek und Enide, die uns lehren, dass Liebe und Pflicht sich nicht ausschließen müssen. Wir haben Cleges, der zeigt, dass man sein Schicksal auch klug lenken kann. Wir haben Lancelot, der die Grenzen der höfischen Liebe auslotet. Wir haben Iwein, der meisterhafteste aller seiner Romane. Und wir haben Parzival, das Fragment, das die Fantasie der Nachwelt beflügelte. Wie kein anderes. Ohne Chrétien gäbe es keinen Lancelot, keinen Gral, kein Camelot. Es gäbe nicht die unzähligen Artus-Filme und Romane, die heute noch produziert werden. Es gäbe nicht das Bild des edlen Ritters, der für seine Dame und für Gott kämpft. Chrétien hat das alles erfunden. Aus ein paar keltischen Sagen und ein paar lateinischen Chroniken hat er eine Welt geschaffen, die bis heute lebendig ist. Und wir wissen fast nichts über ihn. Sein Name ist uns bekannt. Aber sein Leben bleibt im Dunkeln. Er ist wie der Gral in seinem letzten Roman. Ein Geheimnis, das wir nicht lösen können, das uns aber immer wieder anzieht. Vielleicht ist das genau so, wie es sein soll. Der Dichter tritt zurück hinter sein Werk. Er spricht nicht von sich selbst, sondern von seinen Helden. Er will nicht bewundert werden, sondern unterhalten und belehren. Chrétien de Troyes, das ist mehr als ein Name. Es ist der Beginn einer neuen Literatur. Der Anfang einer neuen Art zu erzählen. Und solange es Menschen gibt, die Geschichten lieben, wird dieser Name nicht vergessen sein.